höre manchmal halt auch, ja, wir kriegen keine Leute, deswegen, ich weiß eigentlich montags morgens nicht, womit der Chef als nächstes kommt, weil es wieder irgendwo brennt. Ne? Also nach dem Motto, Ja. liebe Steuerberater, ihr seid selber schuld. Ne? Macht mal, macht erstmal so eure Hausaufgaben, dann wird es auch mit den Mitarbeitern besser. Dann Was wäre, wenn 70% deiner alltägliche Arbeit in der Steuerkanzlei gar nicht deine Arbeit sein müsste? Was wäre, wenn das, was du für gesetzlich vorgeschrieben hältst, in Wahrheit auch nur Gewohnheit ist und genau das, was wir schon seit 30 Jahren so machen? Und was wäre, wenn die eigentliche Disruption in der Steuerbranche nicht durch die Software getrieben wird, sondern durch Disruption von dem Geschäftsmodell? Herzlich willkommen in dem AI Catch-up, dem Podcast, der zeigt, wie reale KI-Integration in dem Alltag funktioniert. Und wir beantworten heute diese Fragen mit Johannes Breuers. Er ist ein ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der auch 10 Jahre bei Grant Thornton im Bereich von Corporate Finance und Beratung gearbeitet hat. Er war auch 14 Jahre bei SER Group, was jetzt als Doxis genannt wurde. Und er hatte das Unternehmen als CFO geführt und der jetzt auch mit seiner Firma sehr tief in unterschiedliche Themen von Steuerkanzleien schaut und überlegt, wie Innovation und Disruption aussieht. Johannes, herzlich willkommen beim AI Catch-up. hallo, liebe Elina. Wir haben mit dir kurz darüber gesprochen, dass du dir überlegt hast, wie First Principles bei der Kanzleien aussehen und einige in meiner Audience vermutlich kennen diesen Begriff First Principles. Nicht so viele haben First Principles auf Steuerbranche angewendet. Und dann hast du auch mit mir deinen Artikel mitgeteilt, wo es genau darum ging, wie First Principles in Kanzleien aufzusetzen. Ich glaube, dass mit ziemlich vielen Steuerberatern, mit welchen ich gesprochen habe, war es immer die Frage, okay, welche Tools sind aber wirklich notwendig und welche nicht? Wo sind wir in gewissen Abhängigkeiten und wo nicht? Was ist wirklich gesetzlich vorgeschrieben? Diese First Principles von der Steuerkanzleien siehst und wo sollte Steuerberater oder Steuerberaterin anfangen, wenn sie Kanzlei von Null sich vorstellen wollen? Ja, genau. Vielleicht erläutere ich noch mal ganz kurz, was der allgemein sagt. Und zwar geht es darum, herauszufinden, was sind die ausgedacht, sondern schon von Aristoteles damals aufgegriffen worden. Elon Musk hat es wieder ein bisschen populärer gemacht, weil er danach vorgeht, wie er selbst sagt. Also was brauche ich denn wirklich, um eine Rakete zu bauen, ein Auto zu bauen? Das waren jetzt seine Tasks. Wir haben ja da die Steuerberatung jetzt als Aufgabe. Also was brauche ich denn wirklich für eine Steuerkanzlei? Und was ist eigentlich nur Gewohnheit? Das ist die Frage. First Principles. Grüne Wiese. Ziemlich gute Erklärung. Und das ist auch interessant zu denken, wie dann Steuerkanzlei von Null aufzubauen. Vielleicht starten wir mit dem, was du als wichtige externe Schnittstellen siehst. Ohne diesen Schnittstellen können wir überhaupt nicht. Also ich glaube, du hast ein paar da erwähnt. Was sind sie? Genau, das waren insgesamt 6 Stück. Und zwar ist das einmal Elster, muss man haben. SV-Trägermeldung muss man haben. E-Bundesanzeiger, zumindest wenn ich da was veröffentliche für den Mandanten. GOBD-Buchhaltung wäre auch nicht schlecht, ne? Und Belegablage in ein System. E-Rechnung ist auch Pflicht. Und dann noch für die Wirtschaftsprüfer eine ISA-Prüfungsdokumentation in ein System wäre auch noch nicht nur nicht schlecht, sondern dann erforderlich. So, aber wie diese Systeme ausgestaltet sind und was ich da drum rumbaue, das ist eigentlich jedem selber überlassen. Ne? Und ich muss vielleicht auch steuerberatend tätig sein dürfen. Das habe ich nicht extra erwähnt. Ja, immer noch, immer noch. Oder mal schauen, wie es sich mit dem PE-Geschichte sich entwickelt.
Aber ziemlich spannendes Thema für vermutlich eine andere Episode. Und das heißt, wir haben diese 6 Schnittstellen. Wir haben vor allem Elster und wir haben Bundesanzeiger und wir müssen uns an gewisse auch Regelungen halten, wenn es um Prüfungsdokumentation geht, wenn es um UBD geht. Was denkst du, bedeutet es für typische Steuerberatende? Ja, ich denke, dass viele in ihrem bestehenden System so ein bisschen gefangen sind und einfach da jeden Tag das machen, was sie immer schon gemacht haben. Eigentlich wissen, dass es vielleicht irgendwie komplex ist oder dass ich auch die Möglichkeiten nicht nutze, jetzt meinetwegen von Datev. Aber sie sind da so in ihrer Tretmühle so ein bisschen drin, in ihrer täglichen. Das ist halt teilweise das Problem, das ich sehe. Ja, ja. Ich glaube, dass aber aus dieser Situation rauszukommen, ist nicht leicht. Gleichzeitig glaube ich, hilft es manchmal anzuschauen, okay, was ist aber in anderen Ländern so? Und hat es auch ziemlich viel mitbekommen mit dem, wie es bei CPAs aussieht. Mhm. Vielleicht möchtest du etwas dazu sagen? Also wenn Data wäre nicht Pflicht, es ist nicht Pflicht, also wenn es dann nicht immer da wäre, wie zum Beispiel es bei jedem CPA ist, was verwenden Sie dann? Insbesondere wenn wir dann über First Principles denken. Ja, also in den USA, die sind uns ja öfter mal einen Schritt voraus. Der Tech-Stack und Cloud-Entwicklung ist da deutlich weiter und moderner. Ne? Also da werden Cloud-Portale genutzt, da sind Workflows, das kann man auch sagen. Ich will auch hier nicht alles schlecht reden, sondern nur ein paar Probleme ansprechen, wo es vielleicht noch für den einen oder anderen Nachholbedarf gibt. Nee, dann gibt's die Preisgestaltung, ist auch ein wichtiges Thema. Da sind die USA eher Richtung so Value Pricing oder Flatrates unterwegs. Also ist vielleicht auch ein spannendes Thema für deutsche Kanzleien. Also nicht mehr so dieses, ja, ich habe jetzt eine Stunde gearbeitet und rechne jetzt 120 € ab, sondern ich erbringe eine Leistung und egal, ob ich jetzt da eine Viertelstunde für brauche oder anderthalb, damit habe ich mit dem Mandanten einen Pauschalbetrag von X vereinbart. So, und das kann man sich halt für sehr viele Leistungsangebote der Steuerberater vorstellen, meines Erachtens. Also das kann man auch noch vielleicht mal sich eine Scheibe von abschneiden. Ja gut, und dann Regulierung ist natürlich bekannt in Deutschland, sehr, sehr stark reguliert und der Datenschutz sehr hoch gehalten. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber da sind die USA eben so ein bisschen entspannter, ne? Und haben mit ihrem eigenen Cloud Act da weniger Probleme, der uns immer so auf die Füße fällt mit Paragraph 203 StGB. Ne? Der eine oder andere hat es schon mal gehört. Vor allem die sich mit KI beschäftigen. Vermutlich haben Genau. wir das schon mal gehört. Gleichzeitig befinden wir uns in ziemlich interessanter Konstellation zwischen Regulatorik, was vor allem in Deutschland sehr besonders ist, wenn es um Berufstitel geht, wenn es Berufsträgergeheimnis geht. Und gleichzeitig stecken wir dann in gewisse Situationen, wenn es um stärkere Modelle geht. Und es ist immer noch öfter so, dass wir sie doch aber von amerikanischen Anbietern holen. Was ich mich hinterfrage, ist, ob diese Branche ist dann in diesem Status auch vor allem, weil es um gewisse Regeln, die von regulatorischen Verpflichtungen kommen, steht. Oder ist es doch, dass es ist mehr Gewohnheiten? Da bin ich immer noch unklar, wenn es darum geht, wie sieht es aber zum Beispiel mit Cloud? Also Cloud ist in Deutschland schon ein bisschen länger. Und gleichzeitig ist es immer noch ziemlich ähnliche Situation wie auch mit KI-Adoption. Obwohl Regulatorik kann man erstmal nicht viel ändern, aber man kann halt sich selber immer fragen, okay, mache ich denn jetzt mal vielleicht den ersten Schritt in meiner Kanzlei Richtung Modernisierung und gehe ich mal hin und also ich bin nicht auf der grünen Wiese, also das ist ja das eigentliche Thema hier, also First Principles ist klar, ich bin nicht auf der grünen Wiese, ich habe ein bestehendes System, aber was sind denn da meine größten Schmerzpunkte? Was nervt mich denn jeden Tag? Ne? Wo werde ich als Inhaber immer rausgeholt oder reingenommen in Themen?
um meinetwegen einen Datev-Nutzer anzulegen oder was auch immer für Kleinkram. Also wie kann ich mich davon vielleicht auch mal lösen? Also vielleicht mal sich eine halbe Stunde, Stunde je Woche als erstes, meinetwegen, ja, oder meinetwegen am Samstag und dann einfach mal drüber nachdenken, vielleicht auch mit einem externen Berater, wie kann ich da vielleicht was verbessern. Ja, weil das war auch ein interessanter Punkt in deinem Paper zu First Principles in der Kanzlei. Also, wenn wir dann darüber denken, wie wir Kanzlei von neu aufbauen und wir denken, okay, hier ist meine Kanzlei, hier gibt es diese externen Abhängigkeiten. Die haben wir dann angesprochen, die sind meistens von der Staat und die sind einigermaßen klar. Davon gibt es 6 Stück. Was ist dann innerhalb von meiner Kanzlei? Etwas, was ich wirklich, wirklich tun muss. Vielleicht können meine Mitarbeiter übernehmen. Und da hast du auch interessante Einschätzungen gemacht von 70% von der Zeit, was Steuerberatende nicht unbedingt mit fachlichen Themen verbringen. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Zahl gekommen bist. Vielleicht konntest du das mitteilen. Gleichzeitig aber, vielleicht können wir dann das Thema von Aktivitäten, die sinnvoll sind, auch erläutern. Ja, klar. Also in meiner ersten Berufserfahrung bei Grant Thornton, da habe ich zum Beispiel gut gesehen, wie es bei Großunternehmen von innen aussieht, als ich mit Unternehmensbewertungen beschäftigt war. Je größer das Unternehmen, desto mehr beschäftigt man sich ja mit sich selber und hat dann da ja also Friktionen von Minimum 50% bis auch 70% einfach Selbstbeschäftigung. Aber da bin ich noch gar nicht bei den eigentlichen Prozessen, sondern das geht halt vom Kerngeschäft verloren. So, aber jetzt zu den 70% jetzt Overhead ist, glaube ich, eine valide Schätzung, ist tatsächlich keine statistische Grundlage, keine Riesenbefragung, sondern einfach nur selbst, also Beobachtung am Markt, was denn die eigentliche Arbeitszeit ist für die Beratung, ja, für das Nachdenken über ein Problem des Mandanten beispielsweise. Meinetwegen auch ein gewisser Teil Daten auszufüllen, die ich erstmals irgendwo eingebe, wenn ich sie nicht aus dem Vorsystem habe. Das gehört auch dazu. Aber tatsächlich ist es auf jeden Fall also weniger als die Hälfte der Arbeitszeit, die ich mich wirklich mit Fachthemen beschäftige. Also wer das anders schon gemanagt hat in seiner Kanzlei, ist ja wirklich wunderbar. Es gibt auch immer Ausnahmen. Und nochmal, ich will auch gar nicht alles immer schlecht reden. Es gibt viele Kanzleien, die auch den ersten Schritt oder auch schon den dritten gemacht haben, die da voll drin sind in dem Thema, die einfach alle paar Wochen noch einen neuen Prozess angehen, den zu verbessern und um sich eben, das ist ja kein Selbstzweck, sondern um sich einfach auf die Facharbeit konzentrieren zu können, ne? Und nicht ja, also dieses Getriebensein von Fristen mehr zu haben, sondern so ein bisschen ein bisschen organisierter in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Meines Erachtens nach ist es sogar nicht unbedingt fachliche Arbeit, oder wo ich bei Steuerkanzleien die Verbesserungen wünsche, sondern mehr die Arbeit, wenn es um Blick in der Zukunft geht und grundsätzlich, ja, Innovation. Und das sind die Themen, die vermutlich nicht unbedingt direkt mit Steuerrecht zu tun haben oder Das mit stimmt. gewissen Paragraphen oder mit Ja, neuen Urteilen, sondern es hat auch ziemlich viel mit Unternehmertum zu tun und mit dem, wie ja, wir über unser Unternehmen denken und wie wir dann unser Unternehmen verbessern können. Und jede Steuerkanzlei ist ein Unternehmen. Und das ist dann ziemlich interessant, wenn wir darüber denken, dass eigentlich unser Steuerberater ist auch die Person, die uns in unserem Unternehmertum unterstützt. Und wenn es dann Berater ist, erwarten wir auch Beratung. Und zu was erwarten wir Beratung? Vermutlich zu dem, wie unser Unternehmen zu verbessern. Und ich glaube, dass dann ist die Frage, vielleicht gibt es dann in deinem Kopf so Top 3 Aktivitäten, die vielleicht nicht zu typischsten Aktivitäten von Steuerberatenden jetzt gehören. Also wenn es über solche Aktivitäten geht, die du vielleicht
jedem empfehlen würdest? Vielleicht am Samstag, wie du gesagt hast, oder am Montag zu machen. Ja, also erstmal kann ich da nur zustimmen. Also ich finde, der Kanzleiinhaber sollte sich oder die Partner insgesamt als Unternehmer begreifen und das auch leben. So, und was heißt jetzt eigentlich, was unterscheidet jetzt ein Unternehmer von einem selbstständigen Menschen? Aber mein Ziel sollte eigentlich jeden Tag sein, mich ein Stück entbehrlicher zu machen. Ja, also dass ich eben nicht wegen jedem Kram gefragt werden muss, weil der Mitarbeiter selber das kann. Weil einfach klar ist beim Onboarding, wer macht was. Ja, also Onboarding Mandant oder neuer Mitarbeiter. Das ist halt einfach keine Überraschung, dass ein, zwei Mal im Jahr ein neuer Mitarbeiter kommt in mittelgroßen Kanzleien. Ja, ist auch keine Überraschung, dass vielleicht alle ein, zwei Monate mal ein neuer Mandant kommt. Ne? Also deswegen, da muss es halt einfach Prozesse für geben und dahinter eben ein System der Datenhaltung und Verbindung miteinander. So, und wenn ich das eben tue, wenn ich das eben schaffe in meiner Kanzlei, dann mache ich mich damit ja entbehrlich. Und das ist halt so ein gewisses Paradoxon. Ne? Also ich bin Führungskraft, aber mache mich entbehrlich. Aber das ist genau das Ziel. Ne? Habe ich mir jetzt auch nicht selber ausgedacht. Also Reinhard Sprenger ist da mein Vorbild, beziehungsweise der hat das sehr gut beschrieben in seinen Büchern, kennt vielleicht der ein oder andere, sehr gut zu lesen. Ja, und was kann man jetzt tun, um das Ziel zu erreichen? Das ist einfach eigentlich über seinen eigenen Arbeitsplatz. Also ich bin der Kanzleienhaber. Ich denke mal über meinen Arbeitsplatz nach. Was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag? So, und das muss ich mir auch nicht alleine nur im stillen Kämmerlein mich fragen, sondern das frage ich mich dann im Partnerkreis. Ich diskutiere das mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, wie man Prozesse besser organisieren kann, wer für was zuständig ist. Es gibt auch eine Urlaubsvertretung, eine Krankheitsvertretung, also alle diese Überraschungen. Ne? Jemand ist krank, jemand ist in Urlaub. Ja, das kann man ja zum Beispiel auch vielleicht mal mit einbeziehen in die Überlegungen. Genau. Ja, 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 genau. auf jeden Fall. Und vielleicht bleiben wir dann bei dem Thema, ich versuche dann mir vorzustellen, wie ich meinen Alltag verbessern konnte. Ein Rechenbeispiel fand ich extrem interessant in deinem Paper und das war nämlich zum Thema von Effizienz ganz klar gerechnet. Wie viele Mandanten betreut die Kanzlei oder in dem Fall vielleicht wie viele Mandanten betreut jeder Berufsträger? Vielleicht konntest du uns nochmal diesen Rechenbeispiel dann erzählen, sodass jeder ein bisschen für sich selbst aber doch Benchmarking macht, von dem, ob er oder sie gewisse Effizienz schon bei sich hat. Und man sollte dann vielleicht in innovativere Modelle einsteigen, um Wachstum einzuschlagen, oder sollte man mit typischsten Prozessen starten? Ja, waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also die Anzahl der Mandanten jetzt pro Berufsträger ist natürlich schwierig zu sagen. Da sind die Kanzleilandschaften ja sehr heterogen. Ist was anderes, ob ich jetzt ein Restaurant als Kunden habe oder ein Industrieunternehmen mit 500 Mitarbeitern und das kann man so nicht unbedingt pauschal sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass je effizienter ich aufgestellt bin in der Kanzlei und je mehr quasi automatisch läuft, muss übrigens nicht immer mit KI sein, das ist ja auch fast schon bei manchen so ein, das können sie nicht mehr hören, so als Buzzword, das Wenigste ist eigentlich mit KI, ja. Es geht eigentlich um digitale und automatisierte Prozesse, das muss gar nichts damit zu tun haben. So, aber je mehr ich das eben umgesetzt habe, desto mehr Mandanten kann ich auch betreuen. Oder ich betreue eben nicht mehr Mandanten, sondern habe ich halt mehr Freizeit. Dann bin ich mal pünktlich zu Hause bei der Familie. Oder ich habe weniger Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und vielleicht ist der eine oder andere wäre ja gar nicht so traurig, jetzt ein, zwei Menschen weniger zu haben im Büro. Ich höre manchmal halt auch, ja,
wir kriegen keine Leute, deswegen arbeitet der Herr sowieso, Frau sowieso noch bei uns. Also soll es auch geben, wegen dieses Fachkräftemangels, dass dort ja, dass einfach so die Faust in der Tasche gehalten wird, wie man so schön sagt. Ähm, ja, zu Mitarbeitern vielleicht gerade eben super wichtiges Thema auch. Ich glaube, dass das Problem ist, dass der Arbeitsplatz auch dann schlecht verkauft wird oder vielleicht ist er auch schlecht, also im Sinne von langweilig oder chaotisch in der Ja, Steuerkanzlei. Und ja, das ist ja schade, weil eigentlich ist das ja ein interessanter Beruf. Also ich meine, wir beschäftigen uns ja damit auch professionell, also wir beide, und wir finden das ja auch spannend, was da passiert, ja. respektabel, was da geleistet wird. Nur trotzdem ist es eben oft ja das Außenbild eher schlecht und ja irgendwie, also wie gesagt, entweder langweilig, ich mache da Buchhaltung, ja, so Old Style oder also tippe Belege. Oder ich weiß eigentlich montags morgens nicht, womit der Chef als nächstes kommt, weil es wieder irgendwo brennt. Ne? Ist also auch nicht so super. Also das sind halt die zwei Sachen, die so die Recruiter auch beklagen. Ne? Also nach dem Motto, Ja. liebe Steuerberater, ihr seid selber schuld. Ne? Macht mal, macht erstmal so eure Hausaufgaben, dann wird es auch mit den Mitarbeitern besser. Dann kommt da auch wieder mehr. Genau. Was ich im Kopf habe, ist, also die CPAs, die ich in den USA kenne, haben fast nie Buchhaltung in USA. Also in Amerika macht niemand Belege abtippen, obwohl ja, gibt es auch nicht unbedingt Belegspflicht, okay? Aber anderes Thema ist, dass Rechnungen sollte man doch abgleichen, dann verstehen, zu welcher Kategorie. Dass heutzutage der bessere Weg ist, wenn ich jetzt selber als Steuerberater die FIBU nicht effizient noch den Geschäftsführer der Firma dort berät und meinetwegen auch solche Sachen wie Abgrenzungen oder offene Posten und sowas, vielleicht eine Liquiditätsplanung gleichzeitig auch noch mitmacht. Also beispielsweise jetzt eine BWA ist ja nur so gut wie die Zahlen, die da reingekommen sind und ist ja toll, wenn ich jeden Monat eine BWA bekomme, aber wenn da keine Abgrenzungen drin sind und als Bauunternehmen, dann brauche ich mir die gar nicht anzugucken, die BWA. Nur mal als Beispiel. So, das heißt, die Vorkontierungsqualität einfach erhöhen und also meistens ist es eben ein niedrigmargiges Geschäft für die Steuerberater. Es gibt auch Steuerberater, die haben da selber diese Effizienzgewinne in ihrer Kanzlei und damit auch eine bessere Marge. Die haben eigentlich gar kein Problem. Ja, und ansonsten ja, also nicht Kernprozesse, wenn ich sie selber nicht machen möchte oder nicht so richtig im Griff habe, warum denn nicht auslagern? Und das ist auch kein Problem mit dem Datenschutz. Das ist dann Gehilfe des Steuerberaters, der unterschreibt entsprechend die Verschwiegenheitserklärung. Da sehe ich jetzt kein Problem drin. Also das wäre dann aber immer noch innerhalb Dachraum, Ja, das bietet sich wegen der Sprachbarriere an, sprechende würde ich Sprache. sagen. Ja, Ja, genau. Und eben ein Buchhaltungsbüro, was modern aufgestellt ist und selber, also da sind wir tatsächlich bei KI in der Vorkontierung, nimmt, also heißes Thema, also das, ich meine jetzt nicht ja, unbedingt Haufen oder weg oder sonst was, sondern ich meine, das interne Wissen zu verwalten. Also das heißt, das liegt ja heutzutage auf Fileservern irgendwo rum. Ich habe mal irgendwo ein Gutachten gemacht, ich habe Schriftverkehr mit dem Mandanten gehabt, da ist irgendwie eine Aufstellung, wie ist der Mandant organisiert, was auch immer für Kram, der eben zum Mandat auch gehört, der vielleicht auch auf irgendeinem Dataserver liegt oder angeschlossenes Rechenzentrum, aber der eben nicht so auswertbar ist als Datenbestand. Ne? Und dann frage ich mich immer, ja, wann ja, habe ich denn irgendwo eine passende Verfahrensbeschreibung von einem anderen Mandanten? Ich muss jetzt eine neue machen oder habe ich irgendwo schon mal das, oder wo war denn nochmal das letzte Gutachten? Und, also das kann gehen, also bis zu Fristenmanagement. Es ist immer die Frage in jeder Kanzlei, die ein großes in einem
geschlossenen System ist. Und mehr Wissen managen heißt weniger Friktion im Alltag, ne? Weniger Reibungen und schnelleres Arbeiten. Alle sind happy. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Vor allem, weil meine Erfahrungen sehr deutlich zeigen, wie es bei Berufsträgern ist, viel zu oft, dass Wissensmanagement ist im Kopf von Führungskraft von der Kanzlei. Ja, Und dann selbstverständlich, wo gibt es den Zugriff zum Wissen für Mitarbeitende? Im Kopf. Ja. Und dann kommen Friktionen, kommen dann Störungen und wie wir dann doch aber in gewissem Flow sind, vermutlich werden unsere Systeme uns unterstützen und vor allem ist es dann wichtig, dass unsere Mitarbeitenden sind mit uns auf gleiche Welle. Genau. Und vielleicht auch Zugriff zu Wissen schon haben. Genau. Ja, ich habe auch, also ein gutes Beispiel ist vielleicht noch, was mir gerade einfällt, also Gesprächsprotokolle. Also das ist die typische Situation, Mitarbeiter, Mitarbeiterin geht zum Chef, Chefin, so und führen ein Fachgespräch über irgendwas. Jetzt haben das immerhin dann schon 2 Leute im Kopf oder einer zu 100% und Mitarbeiter hat vielleicht 80% verstanden, egal, ja, so. Und in 2 Wochen fängt der Chef ja wieder von neuem an, beim nächsten Mitarbeiter. Er erklärt nochmal dasselbe. Oder es gibt stille Post und aus den 80% werden 60%, 40% und so weiter. So, das kann man ja ganz einfach heutzutage lösen. Du nimmst eine Gesprächsaufnahme, das kann ja alles lokal sein, also wieder kein Datenschutzproblem. Du drückst einfach auf Record, das wird transkribiert, auch lokal. Dann hast du dein Gesprächsprotokoll, das wird ausgewertet mit allem drum und dran, in das Wissensmanagement rein und schon steht es zur Verfügung in deinem Kanzlei-Wikipedia. Also das ist echt kein Hexenwerk und das kann ich jetzt so entspannt sagen, das hätte ich jetzt vor, ich sag mal, einem halben Jahr noch nicht so gesagt, weil einfach da die Systeme noch nicht reif genug waren. Also es tut sich super viel in dem Bereich und kann man alles nutzen. Also es ist halt oft so ein bisschen eine Verhaltensänderung oder so ein kleines Add-on. Ja, dann drücken wir halt hier auf Record, ne? Und umgestellt wurde. Die Ideen oder Beispiele von dem, wie es außer diese lokale Aufnahme von Gesprächen funktionieren konnte, am einfachsten? Die installiert werden muss und die dann lokal laufen kann vom PC. Ne? Und das trägt eben dazu bei, zu diesem Second Brain, genau, ist auch genau der richtige Ausdruck, der jetzt wieder so in aller Munde ist. Es ist dann so, es kommt drauf an, auf die Komplexität, die das Ganze annehmen soll. Dann Trefferquote, da habe ich immer noch eine Frist von 10 versäumt, also das ist vielleicht nicht so toll. Aber je einfacher die Zusammenhänge so sind, je einfacher Querverbindungen dargestellt werden können, desto besser ist auch nachher dieses, ich nenne es einfach mal Kanzlei-Wikipedia. Ne? Und wenn man es dann etwas luxuriöser haben möchte, dann muss man halt auch mal manuell nacharbeiten, Sachen, also jetzt als Mensch dann Sachen kontrollieren und auch dann andere Schnittstellen wieder anbinden. Und ja, also meinetwegen natürlich dann Datev anbinden an das Wissensmanagement, wenn es jetzt um Fristen geht oder so als Beispiel. Aber es ist wirklich von low-hanging fruits bis hin zu super luxuriöses Dashboard, alles angebunden. Ne? Also kann man sich alles vorstellen. Ja, wenn du das beschrieben hast mit dem, okay, wir nehmen alle Steuererklärungen, werfen es rein und erwarten, dass es funktioniert. Funktioniert nicht. Nee. Nee. Obwohl, wenn es um Fristen geht, weil ich bin nicht so tief technisch oder fachlich in diesen Themen, aber für mich technisch sieht es doch so aus, dass wenn ich ein GmbH habe, habe ich gewisse Fristen. Ich meinte jetzt auch so die Einspruchsfristen. Also dann kommt ja der Bescheid irgendwann am 9.4. drin sind und eben Management tut, was es soll, nämlich das zu managen, also nicht durcheinander zu bringen. Das wäre vielleicht schon vorteilhaft. Ne? Dann habe ich tatsächlich
immer mehr exponentiell gute Wissensverknüpfungen. Ja? Und das macht das gerade so Ja, spannend. ja, ja. Ha! Richtig cool. Macht voll viel Sinn, Netzwerkeffekte auszunutzen. Ich glaube, wird jetzt hilfreich für unsere Zielgruppe, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir eine kleine Zusammenfassung geben von dem, wie First Principles bei Steuerkanzleien aussehen. Vielleicht wie würde entweder Elon Musk oder Aristoteles über Kanzlei von Null denken und was sind die First Principles? Ja, also ich stelle mich neben mich selbst, beziehungsweise vor meine Kanzlerin, frage ich mich, wie kann ich das vielleicht verbessern? Also langweilig, aber wahr, Prozessanalyse steht immer dann am Anfang. Und Ja. damit fängt es an, vielleicht dann vom Regen in die Traufe. Ne? Also wenn ich sowieso mit dem einen unzufrieden war, ne, ist der andere dann langfristig besser. So, also muss man gar nicht unbedingt machen. Man soll einfach anfangen, sich zu fragen, was nervt mich am meisten? Kann ich das abstellen? Und dann widme ich mich größeren Themen, die vielleicht einfach viel Zeit fressen, geben sich dann alle anderen Themen. Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt nochmal wiederholen sollte, aber ja, das sind dann auch je Kanzlei ganz unterschiedliche Themen. Vielleicht Top-Themen, die du dann hier betrachtest, die ein bisschen innovativer sind. Es ist die Zusammenfassung, deswegen ist es in Ordnung, wenn du das wiederholst. Ja, ähm, drüber nachdenken, wie ist mein Kanzleiwissen, wo ist das gespeichert, wie kann ich darauf zugreifen, auch die kanzleiinternen Best Practices, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, muss ich nicht immer mit der stillen Post erklären, sondern habe es vielleicht in einem System gespeichert. Ich kann Gesprächsprotokolle anlegen, auch datenschutzkonform, ohne externen Server, einfach Gespräch laufen lassen, ein Wissensmanagementsystem einspeichern, Kanzlei Wikipedia erzeugen. Das kann ich tun. Ich kann mich fragen, muss ich die Abrechnung so kompliziert und psychologisch ungünstig machen für den Mandanten? Man kann das mir viel einfacher machen mit einer, also entweder Pauschalabrechnung oder wenn ich schon nach Gebührenordnung abrechne, dann auch nichts vergessen, ne? Oder auch mal überprüfen, ob alles drin ist. Da kann man sich auch viele Tage und Wochen Arbeit sparen, je nach Kanzleigröße und kriegt also gerade mit den Pauschalhonoraren ein besseres Verhältnis zum Mandanten, der das als Versicherung dann einfach sieht, okay, ich zahle jeden Monat 699 Euro all inclusive und muss mich nicht vor der Rechnung fürchten, wenn ich jetzt nochmal eine Viertelstunde den Ja. Steuerberater anrufe. Wo finden die Leute dann dein Paper? Planst du es zu veröffentlichen? Kann ich das in meinen Shownotes verlinken? Ja, klar, kannst du gerne machen. Ich tue das auf unsere Webseite, die heißt WPSTB AI, falls einer schon mal die Abkürzung gehört hat. Ja, ja und da gibt's eine Seite damit. Wollte ich noch, es ist abgedatet. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist die Seite live. Sehr toll, sehr toll. Vielen lieben Genau. Dank für deine Zeit, Johannes. Also es war ziemlich viele spannende Impulse zum Thema von wie Kanzlei von Null aufzubauen. Es war auch Ja, ziemlich erfrischend, dass du nicht nur das Wort Digitalisieren, Digitalisieren, Digitalisierung genannt, weil es macht 100% Sinn. Gleichzeitig, wenn man aber das so viel mal hört, nimmt man das